Sie befinden sich im Archivportal im Bereich der Archivsuche und möchten zur Lebensmittelversorgung der Bevölkerung und der Soldaten während des Ersten Weltkriegs recherchieren. Da Sie zu einem spezifischen Thema recherchieren und nicht ein bestimmtes Archiv als Fundort im Auge haben, bietet sich hier die Schlagwortsuche an. Geben Sie Erster Weltkrieg Lebensmittel ein, erscheinen 8 Treffer. Das ist recht übersichtlich. Gesucht wird die Kombination dieser 3 Begriffe durch die Archivdatenbank. Entweder finden sich diese Begriffe im Titel oder sie sind unter dem Inhalt aufgeführt. Um den Inhalt aufzurufen, können Sie auf die betreffende Verzeichnungseinheit klicken. Hinzuweisen ist darauf, dass hier nur das ausgeschriebene Wort Erster gesucht und entsprechend hervorgehoben wird. Bei den Ergebnissen, bei denen nichts hervorgehoben wird, muss die entsprechende Verzeichnungseinheit aufgerufen werden, um zu überprüfen, ob sie wirklich etwas mit dem gesuchten Thema zu tun hat. Schaut man sich zum Beispiel den Verwaltungsbericht des Kreises Paderborn 1983 an, dann ist bereits die Laufzeit auffällig. Durchsucht man den Inhalt der Verzeichnungseinheit mittels der Suchfunktion Steuerung und F und schaut sich an, in welchem Kontext die 3 Begriffe stehen, dann ist schnell erkennbar, dass die Begriffe Erster Weltkrieg und Lebensmittel nicht miteinander zusammenhängen und nur zufällig Bestandteil dieser Verzeichnungseinheit sind. Es geht teilweise um den Zweiten Weltkrieg und die Lebensmittelüberwachung in den 80er Jahren. Geht man zurück zur Schlagwortsuche, können die 8 Treffer recht zügig gesichtet werden. Die ersten 2 Treffer scheinen vielversprechend, da die Titel passen. Da es jedoch keine Digitalisate gibt, müssten diese Verzeichnungseinheiten in den Lesesaal bestellt und auf ihren Themenbezug hin überprüft werden. Nicht immer sollte jeder Treffer ausgeschlossen werden, dessen Laufzeit oder Titel nicht unmittelbar passt. Die Stadtregistratur des Stadtarchivs Münster kann leicht übersehen werden, beinhaltet aber die gesamte Schriftgutverwaltung der Stadt Münster von 1584 bis 1967. Ein Blick lohnt sich. Klicken Sie auf diese Verzeichnungseinheit, stoßen Sie zunächst auf einen geschichtlichen Abriss im Rahmen eines Fließtextes. Darunter finden Sie eine lange Aufzählung der Inhalte. Mittels Suchfunktion können Sie über die Eingabe Lebensmittelversorgung tatsächlich etwas zur Lebensmittelversorgung in den Jahren 1914 bis 1919 erfahren. Sinnvoll ist es, in die Suchfunktion nur einen Begriff einzugeben, da eine starre Wortkombination, zum Beispiel Lebensmittelversorgung der Bevölkerung und der Soldaten im Ersten Weltkrieg, in exakt der Reihenfolge eher nicht zu finden ist. 8 Treffer sind jedoch nicht viel. Ersetzen Sie Erster durch die arabische Zahl 1, erhöht sich die Trefferzahl auf 31. Ausgehend von den Titeln kann man sich bereits einen Überblick verschaffen. Recht allgemein findet man Quellen zur Lebensmittelversorgung im Ersten Weltkrieg im Rahmen kriegswirtschaftlicher Besprechungen. Gerade die Besprechungen der Regierungen können Ihnen wichtige Daten und Zahlen für Ihre wissenschaftliche Arbeit liefern. Beim Runterscrollen findet sich etwas zur Versorgung der Bevölkerung und Ausstattung der Soldaten im Ersten Weltkrieg. Auch die Laufzeit passt. Hier finden Sie Flugblätter, die Lebensmittelknappheit und die Ausgabe von Lebensmittelmarken thematisieren. Scrollen Sie durch die Trefferliste, müssen Sie immer wieder anhand der Titel und Laufzeiten entscheiden, was könnte relevant sein und was eher nicht. Unter dem Titel Erinnerungen aus dem Ersten Weltkrieg stößt man auf die Abschriften eines Kriegstagebuchs, in dem das Thema der Lebensmittelversorgung des Heeres an der Front angeschnitten wird. Auch ein individueller Kriegsbericht eines Soldaten könnte also für eine wissenschaftliche Arbeit interessant sein. Ein anderer Weg, um an geeignete themenspezifische Quellen zu kommen, sind die sogenannten sachthematischen Inventare. Diese finden sich beispielsweise auf der Unterseite der Regionalabteilung Westfalen. Um dorthin zu gelangen, navigieren Sie zur Startseite des Landesarchivs NRW. Anschließend rufen Sie die Unterseite der Regionalabteilung Westfalen auf. Hier klicken Sie auf weiterführende Informationen. Ganz unten finden Sie die sachthematischen Inventare.
Diese stellen Archivalien bestands- und archivübergreifend zusammen. Tatsächlich findet sich ein Inventar mit dem Titel Quellen zum Ersten Weltkrieg, sachthematisches Inventar des Landesarchivs NRW, Abteilung Westfalen 2013. In diesem PDF-Dokument sind diverse Quellen zum Ersten Weltkrieg für die Regierungsbezirke Münster und Arnsberg nach Themenkomplexen geordnet. Das Inventar wurde aus zahlreichen vorhandenen Findmitteln zusammengestellt. Hier können Sie die entsprechenden fettgedruckten Signaturen nutzen, um im Archivportal die passende Verzeichnungseinheit zur Einsicht in den Lesesaal zu bestellen. Über die Entheltvermerke können Sie stichpunktartig einsehen, welche Themen die jeweilige Verzeichnungseinheit behandelt. Über das Inhaltsverzeichnis finden Sie zügig das Thema der Lebensmittelversorgung, sortiert nach den jeweiligen Lebensmitteln. Sucht man die entsprechenden Seiten auf, kann man beim Herunterscrollen erkennen, dass zumeist die Versorgungslage der Bevölkerung Thema ist. Sie ist oftmals Bestandteil der Berichte des Oberpräsidiums Münster. Weiter unten im Dokument findet sich auch etwas zur Versorgungslage der Soldaten. So zum Beispiel ein Aufruf an die Landwirte, mehr Hafer und Korn an die Proviantämter des Heeres zu liefern. Der Begriff Proviantamt könnte wiederum in einer neuen Schlagwortsuche verwendet werden. Innerhalb des Inventars kann man zum Thema Lebensmittelversorgung im Ersten Weltkrieg auf jeden Fall fündig werden.